Damen und Herren. Dass etwas Wurzeln haben und sich dennoch bewegen kann, werden Sie beim Durchgang durch die Ausstellung schnell bemerken. Bäume treten aus dem Bild und werden ortlos. Visionäre Doppelsonnen, leuchtende Stämme in Rot und Blau, fixe Projektionsflächen und Wände lösen sich auf. Man glaubt, mit der Hand durch sie hindurchgreifen zu können. Der Wald, eben vielleicht auch der Schwarzwald, ist da als allgegenwärtiges Schattenbild, das Realität annimmt oder vielleicht auch eben Realität, die immer wieder zum Schatten wird, zum Bild wird. Im Eingangsraum erscheint er uns in Form einer Mühle, und zwar eben sowohl als Idylle als auch als Hightech-Kraftanlage. Technik und Natur kreuzen sich, zuweilen vielleicht zähneknirschend, zuweilen aber auch friedlicher, als man denkt. Immerhin geht ja derselbe Wind, dasselbe Wasser durch die Mühlen, die Wind- und die Turbinenräder. Stimmen aus der Vergangenheit werden ebenso laut wie ein Zukunftsläuten, das wir jetzt noch nicht hören, aber Sie werden nachher ein Läuten, ein Geräusch hören im hintersten Raum. Und eben zum Beispiel hier in dieser Ausstellung wird es dann ein Pfeifen aus Wasserorgeln sein, die ihre Töne im Chor abgeben. Ich gehe darauf später noch ein. Es ist ein ebenso schräger wie intensiver Heimatbezug, den Tim Otto Roth aufmacht. Hier wird der Mummelsee tatsächlich in die Pfanne gehauen. Das können Sie nachlesen, gleich im ersten Raum. Aber wie ich finde, eben nicht laut und deftig, sondern feinsinnig und mit einer analytischen Präzision, die schon an Hingabe grenzt und vor allem von einer tiefen Kenntnis der Geschichte in dieser regionalen Kulturlandschaft zeugt. Also zunächst bleibe ich im ersten Raum schon hängen. Das ist aber nicht der Raum, der mich beeindruckt hat im Hinblick auf, dass ich das am schönsten finde. Aber der Bezug zum Schwarzwald, der Bezug zum Mummelsee, das ist natürlich etwas, was mich als Kulturchefin hier in Offenburg ganz extrem berührt. Und ich finde es sehr spannend auch, wie Tim Otto Roth es gelungen ist, Kunst und Alltag hier in Bezug zu setzen. Am meisten beeindruckt hat mich eigentlich hier eher was Unauffälliges, das ist die Spectral Revision, also die Art, wie man auf zwei verschiedene Arten die Farbe darstellen kann, einfach durch das, was es sieht und zum Zweiten durch die spektrale Analyseform, die das Objekt zeigt. Das beeindruckt mich natürlich insbesondere, da ich ein Physiker bin und auch über die Wissenschaftsschiene schon länger Kontakt habe mit dem Tim Otto Roth. Und hier trifft eben einiges zusammen, was er vorher in seinem Werk getan hat, eben in seinen Schattenaufnahmen erst einmal über den Schatten bildgebend tätig zu sein, aber jetzt eben auch die Farbe in den Schatten zu bringen. Das hier, finde ich, auf wirklich grandiose Weise gelöst ist. Es ist hier an der Wand angebracht und wirkt für mich auf den ersten Blick fast wie, als ob ich in der gotischen Kathedrale stehen würde. Und ich frage mich dann immer, warum? Ja, wie kann dieser Effekt entstehen? Und merke dann, dass ich langsam wissen will, wie die wirklich auch gemacht werden, diese Effekte. Und plötzlich die Technik so entscheidend wird. Und die Technik hier wirklich Teil des Bildes ist. Nicht einfach nur Mittel des Bildes, sondern wirklich Teil des Bildes. Und hier die Bilder eben auch definitiv von hinten erleuchtet wurden und hier eben ein farbiger Schatten zu sehen ist. Insofern hier also eine Art von Sennelicht ausstrahlt und das kommt an. Ja. Man hat das Gefühl, dass wirklich das Licht aus den Bildern herausstrahlt. Das ist jetzt eine Arbeit, die mich deswegen fasziniert, weil hier eben verschiedene Aspekte zusammenkommen, aber sicher vielleicht nicht die Zentrale der ganzen Ausstellung ist. Da würde ich dann eher auch auf die Klangskulptur im letzten Raum hinweisen, auf die Aura Calculata, die nochmal ganz anders in Tims Arbeiten, glaube ich, zu verorten ist. Hier kommt eben auch der Versuch nochmal zu tragen, die verschiedenen Künste von eben Visualität oder von Akustik und dann eben auch die numerischen Systeme zusammenzubringen. Und hier haben wir dann eben praktisch eine Klangskulptur, die funktioniert im Prinzip der Selbstorganisation. Muss ich jetzt sagen.
weiß nur eins, dass der Tim Otter-Roth hat eine großartige Integrität, eine Qualität von Dinge nicht unbedingt ästhetisch auszudrücken, sehr wissenschaftlich, aber sehr, sehr philosophisch und sehr, sehr zusammen kombiniert in einen Weg, den man niemals gesehen hat vorher. Sehr authentisch. Going from one room to the next, I find that I'm not looking at an oeuvre of a retrospective. What I find is I get to know Tim's many different facets. All of his facets seem to carry along certain qualities that can accent one another. And I don't see a beginning and an end.